Hallo miteinander. In diesem Video zeigen wir euch, wie man den Dual Adjustable Trigger von Greyguns in einer SIG Sauer P229 installieren tut. Da vorab zu sagen, dass die Installation von dem Abzug in den meisten Pistolen, wo der kompatibel ist, fast immer gleich ist. Unterschied gibt es eigentlich nur in erster Linie in der Art, wie man die Griffschale abmontieren tut und wieder drauf tut. Und wie man die Triggerbar ausfädeln und wieder einfädeln tut, je nachdem, ob man das SRT-Kit von SIG Sauer installiert hat oder nicht. Wir zeigen es in erster Linie einfach in einer Pistole ohne SRT-Kit mit der klassischen Griffschale. Werden aber im Verlauf des Videos zeigen, wo die Unterschiede sind, zumindest halt beim Einfädeln und Ausfädeln von der Triggerbar. Um die Installation durchzuführen, braucht man einerseits den Sechskantschlüssel, der beim Abzug im Lieferumfang dabei ist. Dann braucht man noch einen ca. 5 mm breiten und 1 mm dicken flachen Schraubenzieher für die Demontage der Griffschale und einen maximal 4 mm breiten und ca. 0,5 mm dicken flachen Schraubenzieher für die Demontage und Montage von dem Stift hier. Gut, anfangen tut es eigentlich wie immer, indem man einfach zuerst sicherstellen tut, dass die Waffe nicht geladen ist. Und dann fangen wir an, indem wir das Magazin rausnehmen. Dann bewegen wir den Schlitten nach hinten bewegen und arretieren. Bewegen den Hebel um eine Vierteldrehung nach oben. Jetzt bewegen wir den Schlitten nochmal ein bisschen nach hinten bewegen, den Schlittenfanghebel lösen und nehmen den Schlitten ab. Als nächstes entfernen wir die rechten Griffschalen entfernen. Für das brauchen wir unseren 5 mm breiten und ca. 1 mm dicken Schraubenzieher. Mit dem lösen wir dann die zwei Schrauben hier lösen. Wie gesagt, bei Pistolen mit der E2-Griffschale wäre jetzt der Schritt ein bisschen anders. Den können wir aber euch zurzeit leider nicht zeigen. Die zwei hier weg. So. Und jetzt kann man die Griffschale eigentlich von unten einfach leicht anlupfen und entfernen. Jetzt nehmen wir die Federn raus. Das geht so, indem man da mit der rechten Hand da heben tut. Einerseits, dass sie nicht rausgeht, andererseits, dass man sie dann von der anderen Seite auch leicht anspannen kann. Und die muss man dann da unten ausfädeln. Also sprich, andrücken, bis sie rauskommt. Und dann kann man die ganzen Federn rausnehmen, indem man sie einfach so abwinkeln tut. Und dann kommt sie raus. Jetzt nehmen wir den hier raus. Das geht so, indem man halt mit dem Zeigefinger von der anderen Seite leicht eindrücken tut und den dann zuerst mal einfach um eine Vierteldrehung nach vorne bewegt und gleichzeitig dabei halt ziehen und drücken tut. So. Voilà. Dann muss man den hier überbewegen, da halt richtig in Position bringen, dass man wieder einfädeln tut. Und dann ziehen wir wieder ziehen und gleichzeitig einfach wieder nach oben bewegen, bis er rauskommt. Jetzt können wir den Block hier rausnehmen. Den muss man so leicht angeschrägt gegen oben rausnehmen. Und dabei muss man dann einfach aufpassen, dass man die Federn da nicht verlieren tut.
falls man sie verlieren würde. Sie hat nur auf der einen Seite hat sie so einen Haken dran und der kommt da rein. So. Und jetzt können wir den Stift hier entfernen. Für den braucht man eigentlich keinen Durchschlag, den kann man auch nicht mit Kraft rausschlagen. Da ist einfach ein bisschen Fingerspitzengefühl gefragt. Man kann eigentlich von der anderen Seite leicht eindrücken und dann von der anderen Seite rausgrübeln. Wenn das nicht geht, kann man einfach den 4 mm Schraubenzieher nehmen und ein bisschen zur Hilfe da von der anderen Seite ein bisschen eindrücken. Wenn er nicht schön rauskommt, dann heisst das entweder der Abzug Triggerbar oder der Schlittenfanghebel nicht schön in Position ist. Aber hat man ihn ein bisschen draussen, Stimmposition, kann man ihn eigentlich wirklich einfach rausziehen. Und dann lupfen wir noch den Schlittenfanghebel raus. Und jetzt können wir dann den Abzug mit der Triggerbar rausnehmen. Wie wir es vorher schon erwähnt haben, ist es jetzt mit und ohne SRT ein bisschen anders. Wir zeigen es jetzt zuerst ohne und nachher mit SRT-Kit. Zum Rausnehmen muss man einfach darauf achten, dass die Triggerbar in der richtigen Position ist, damit man da drüber kommt. Oder? Jetzt sieht man es zum Beispiel gut, so würde es nicht gehen, so funktioniert es. Dann kann man einfach mit dem Abzug kann man auch schön bewegen, tut man den anwinkeln, dass man da drüber kommt und fängt da den Abzug anlupfen. Und wenn man fast draussen ist, kann man den normalerweise gegen vorne rausbewegen. Und dann kann man die Triggerbar einfach anwinkeln und rausziehen. Der Abzug ist wirklich einfach nur reingelegt in den Stift, in den Halterungsstift, kann man einfach rausziehen. Das Rausnehmen von der Triggerbar ist mit dem SRT-Kit eigentlich schon gleich, kann man sagen. Also auch da muss man schauen, dass man die in der richtigen Position hat, dass man da drüber kommt. Der Unterschied ist eigentlich nur darin, dass es ein bisschen mühsamer ist, sprich man muss einfach die Triggerbar da ein bisschen mehr abwinkeln, damit man sie da auch da drüber bringt. Bevor wir mit der Installation weiterfahren, wollen wir einfach noch ein paar wichtige Sachen zum Abzug noch erwähnen. Und zwar geht es um die zwei Justierschrauben, die man hat, um den Pre-Travel und Over-Travel zu justieren. Einerseits ist es wichtig zu wissen, um die Justierungen durchzuführen, muss man den Abzug ausbauen. Also, wenn ihr Feintuning machen wollt, stellt euch darauf ein, dass man den Abzug ein paar Mal rein tut und rausnimmt. Zudem muss man aufpassen, dass man das nicht zu fein einstellen tut. Einerseits haben wir beim Overtravel, wenn man den zu fein einstellen tut, ist das Problem, dass die Waffe nicht mehr auslösen tut. Da haben wir auch die Erfahrungen gemacht, zumindest bei unserem Modell, dass das schon ab Werk zu fein eingestellt ist. Ich würde einfach empfehlen, am Anfang die Schrauben so rauszudrehen, dass da halt einfach wirklich bündig ist. Dann zuerst mal ausprobieren und dann halt bei Bedarf wieder ausbauen und wieder nachjustieren. Und beim Pre-Travel ist es einfach so, wenn man den zu fein einstellen tut, dann funktioniert der Spannhebel nicht. Ich kann da leider nicht dazu sagen, wie das sicherheitstechnisch aussieht, ob man den so auch schiessen kann oder nicht. Wir haben es nicht probiert und würden es auch weniger empfehlen. Wir würden empfehlen, den Abzug schon so einzustellen, dass man zumindest den Deckhocker wieder benutzen kann. Gut, auch jetzt
werden die Schritte ein bisschen anders sein, je nachdem, ob man das SRT-Kit in der Pistole installiert hat oder nicht. Wir werden euch wieder die Schritte zuerst ohne und dann mit SRT-Kit zeigen. Anfangen tut es bei beiden gleich, und zwar indem man den Abzug an die Triggerbar montieren tut. Die Triggerbar kommt von rechts nach links rein. So. Und jetzt muss man das wieder ins Griffstück einfädeln. Das ist eben genau so ein Moment, wo halt einfach wirklich Fingerspitzengefühl und Geduld braucht. Wichtig ist, man sollte wirklich nicht würgen, man muss es nicht mit Kraftaufwand probieren, den irgendwie reinzudrücken. Man muss halt einfach die richtige Position finden und das ist eben ab und zu ein bisschen mühsam. Anfangen tun wir am besten, indem wir einfach leicht den Abzug nach hinten angewinkelt haben. Und dann tun wir den Hinterteil von da innen einfädeln. Aber gleichzeitig natürlich schauen, dass man da ins Gehäuse hineinkommt. Das ist jetzt ein bisschen auch schwer zu zeigen und machen gleichzeitig. Und wichtig ist eben, dass ich da über den Punkt komme. Ich habe jetzt gerade Glück gehabt, gerade beim ersten Mal funktioniert. Mehr oder weniger. Jetzt bringen wir da noch leicht draussen. Ja, in Position bringen. Wenn man es nicht reinbringt, dann stimmt einfach die Position nicht. Wie gesagt, nicht würgen, nicht machen, dann nimmt man es einfach raus und probiert nochmal. Das ist eben genau ein Schritt, der halt Geduld braucht. Das Wiedereinführen von der Triggerbar ist mit SRT-Kit eigentlich schon gleich, aber auch da ist einem der halt ein bisschen im Weg. Das heisst, wenn wir die Triggerbar jetzt gerade einsetzen, muss man einfach zuerst grösser anwinkeln, dass man hinten ankommt. Dann muss man aber auch da Abzug in Position bringen. Schauen, dass man da in der richtigen Position ist. Hineinlegen und dann da schauen, dass er schön drinnen ist. Jetzt können wir den Schlittenfanghebel wieder installieren. Der ist einfach reingelegt. Er hat hier hinten auch eine schöne Kerbung, damit man weiss, wo er rankommt. Einfach reinlegen, Position bringen und als nächsten Schritt tun wir hier den Stift wieder installieren. Zu diesem Stift noch wichtig zu sagen, der hat auf der einen Seite einen flachen Kopf, auf der anderen Seite hat er einen Schlitz. Der Teil mit dem Schlitz, der kommt auf die linke Seite. Zudem hat der so zwei Kerbungen. Und die müssen gegen oben schauen, wenn man den wieder installieren tut. So, dann nehmen wir den. Bringen halt einfach Abzug und Schlittenfanghebel in Position. Auch da kein grosser Kraftaufwand. Es ist nur eine Frage von, ist das Zeug in Position oder nicht. Da kann man wirklich einfach ganz leicht von allein einschieben und einfach schauen, dass der Schlitz horizontal gerade ist. So. Seht ihr, der geht so leicht, dass er eigentlich auf der anderen Seite noch gerade rausgeht. Wenn man auf der anderen Seite nicht mit dem Finger das Loch zudecken tut. Der nächste Schritt ist auch genauso einer, der recht mühsam ist und Fingerspitzengefühl braucht. Und zwar die Installation vom Block. Der hat einerseits die Feder da, die gerne immer wieder rausgeht. Falls das der Fall ist, wie wir vorher zwar schon gezeigt, der hat da so wie einen Haken. Der kommt da ins Loch hinein.
Und dann ist es eben so, dass der Block da mit diesen Häken da eigentlich genau in die Schlitze hinein muss. Ja, da ist es halt einfach wirklich auch sehr wahrscheinlich ein paar Mal zu probieren. Da ist nämlich auch sehr wichtig, dass der Stift richtig in Position ist, richtig ausgerichtet ist und dass einem der Schlittenfanghebel nicht im Weg kommt. Das wird jetzt einfach auch sehr schwierig zu zeigen und machen gleichzeitig. Man setzt eigentlich einfach an. Und die richtige Position haben. Er darf halt nicht zu weit vorne sein, er darf nicht zu weit hinten sein. Und eben der Schlittenfanghebel darf auch nicht im Weg sein. Und die Ausrichtung von dem Stift muss eben auch stimmen. Wenn das der Fall ist, kommt er eigentlich schon auf der einen Seite ein bisschen weiter runter. Und dann kann man meistens, indem man einfach den Stift richtig positionieren tut, ganz abdrücken. Ja, da, wie gesagt, da braucht ihr halt einfach wirklich recht Geduld. Sehr wahrscheinlich werden wir das ein paar Mal probieren. Das geschafft, kommt da vorne wieder der rein. Der hat auf der einen Seite verfügt er über eine flache Stelle und mit der muss man da innen ansetzen, damit man die Federn dann auch gegen oben drücken kann. Tut man einfach einfädeln, so weit wie es geht, und nachher eine Vierteldrehung gegen vorne und gleichzeitig drücken. Dann spickt er so klein und nachher ist es auch wieder die richtige Position finden, reindrücken und gleichzeitig gegen oben bewegen, dass er wieder gegen oben schaut. So, jetzt können wir hier die Federn wieder installieren. Das macht man, indem man einfach zuerst den vorderen Teil nimmt und da in das Loch einfädeln tut. So. Abwinkeln. Dann am besten wieder heben. Dann ungefähr in die Position bringen. Da festheben, dass sie nicht abgeht. Und dann müssen wir den Haken da einfädeln, indem man den gegen oben drückt und in Position bringt. So. Jetzt können wir die Griffschale wieder drauf tun. Und auch wieder anschrauben. Und da halt auch wieder, die zwei Griffschalen wäre jetzt ein bisschen anders. So. Und jetzt können wir den Schritt montieren. Und das halt auch wie gehabt, dass man den hier in der Führung einfädeln tut. Einmal nach hinten bewegen tut. Schlitten orientieren, geht halt ein bisschen einfacher. Dann kann man den wieder zurück in Position drehen. Und jetzt können wir den Schlitten wieder lösen. Nach hinten bewegen, Schlittenfanghebel ist unten. Und der Abzug ist installiert. Jetzt, bevor man gerade weitermacht, zuerst überprüfen, funktioniert es auch. Also sprich, ja, kann man ist leer, nicht drin. Jetzt probieren wir zuerst mal bis zum Druckpunkt. Tut sie auslösen? Ja. Overtravel haben wir nicht zu wenig gestellt. Am besten bleiben wir gerade auf den Abzug. Spannen nochmal nach. Probieren den Reset. Und nochmals auslösen. Funktioniert. Jetzt lassen wir den Abzug los. Wir probieren auch noch den Double Action Modus. Funktioniert. Und noch
zum Schluss zur Sicherheit auch, ob der Decocker funktioniert. Ja, sieht alles gut aus, super. Und jetzt halt, wie immer, wenn wir halt einen neuen Abzug in der Pistole drin haben, wird es einfach empfohlen, im Schiesskeller halt einfach zuerst nur mit 1-2 Schuss ein paar Probeschüsse zu machen, um sicherzustellen, dass auch wirklich alles richtig ist und gut funktioniert. Und wenn das dann der Fall ist, dann ja, kann man seinen neuen Abzug geniessen. Vielen Dank fürs Schauen und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.